For English subtitle, push the subtitle button. Hallo liebe Reptil TV Gemeinde zur Folge 62 von Reptil TV. Hier mein Intro-Tierchen heute, ein schöner Albino-Tigerpython. Habe ich aus 3 Gründen euch mitgebracht. Der erste Grund ganz banal oder emotional, einfach schönes Tier, schön brav, richtig schön anzuschauen. Der zweite Tier schon wieder ein wenig praxisbezogener. Ihr seht hier um mich herum unser neues schönes Studio mit schönem grauen Hintergrund. Da haben wir uns gedacht, hier gelb, grau oder weiß, das passt perfekt. Außerdem haben wir jede Menge Platz, deswegen auch ein großes Tier, ne? Also ich kann hier links und rechts und Platz spielt jetzt keine Rolle mehr für uns. Deswegen können wir natürlich auch ein langes, großes Tier nehmen. Und der dritte Grund, eben ganz aktuell, wir haben ja gerade unsere GroKo-Verhandlungen, ne, unsere große Koalition Schwarz-Rot, Teil des Koalitionsvertrages war, dass die Haltung exotischer Tiere bundeseinheitlich geregelt werden soll. Eben hier dieser Tigerpython, denke ich mal, wird auch unter die exotischen Tiere fallen. Beziehungsweise in dem Fall ist es sogar ganz aktuell, weil es bundeseinheitlich nicht geregelt ist, sondern wir hier in Baden-Württemberg dürfen solche gefährlichen Bestien hier halten, ne, der jetzt kurz davor ist, mich zu fressen. Es gibt aber andere Bundesländer, Bayern, Hessen, die haben diese Gefahr erkannt, die haben das jetzt schon verboten, beziehungsweise man braucht eine Haltebewilligung, die fast nicht zu bekommen ist. Und das soll jetzt eben bundeseinheitlich geregelt werden. Jetzt hoffen wir und schauen wir mal, was da passiert. Ich werde regelmäßig per E-Mail oder auch persönlich gefragt, bei den und den Tieren, was da zu beachten ist an Gesetzgebungen oder an Dokumenten oder was in der Art. Das wollen wir heute in dieser Sendung etwas klären. Da fangen wir ganz klein bzw. ganz einfach an. Es gibt die nicht geschützten Reptilien, also die weder unter Bundesartenschutz stehen noch unter Washingtoner Artenschutz. Hier 2 Beispiele, also hier rechts die Kornattern, hier links die Bardergamen. Weitere Beispiele wären bei den Schlangen zum Beispiel die Königsnattern, Lampropeltis oder auch die Schönnattern, Elaphe tenura oder die Erdnattern. Bei den Echsen weitere Beispiele Leopardgecko, Kronenkopfgecko, wie gesagt die verschiedenen Bardergamen, also auch die Zwergbardergamen natürlich. Die stehen alle unter Keimartenschutz. Die könnt ihr einfach halten, da gibt es keine Dokumente dafür, die müsst ihr nirgends anmelden, die müsst ihr nirgends abmelden. Die könnt ihr züchten, wenn ihr Babys habt, könnt ihr die Babys ganz normal weiterverkaufen. Da seid ihr niemand Rechenschaft schuldig, kann euch keiner verbieten. Das Einzige, was zu beachten ist, das gilt jetzt auch für alles, was ich jetzt in Zukunft erzähle, sind die Haltungsrichtlinien, wie groß die Terrarien sein müssen. Also die Haltungsrichtlinie müsst ihr natürlich beachten, wird in dem Fall dann theoretisch auch nicht kontrolliert, weil ihr es ja nirgends anmelden müsst, aber trotzdem sollen die beachtet oder eingehalten werden. Aber ansonsten keinerlei weitere Dokumente innerhalb Deutschlands erforderlich. Dann gibt es die geschützten Reptilien, die dem CITES, dem Washingtoner Artenschutzabkommen, unterliegen. International spricht man da, wie gesagt, von CITES, gibt es CITES I und CITES II. Bei uns hier in Deutschland wird es unterteilt in das Bundesartenschutzabkommen Anhang A und Anhang B. Die weniger geschützten Sachen sind die Anhang B Sachen. Das ist das, was ich jetzt hier in meiner Hand habe zum Beispiel. Anhang B sind zum Beispiel alle Boas und Pythons, wenn nicht Anhang A, aber die meisten sind Anhang B. Also alle Boas Pythons, wie jetzt zum Beispiel hier dieser Königspython oder Boa constrictor oder Tigerpython, den wir vorher gesehen haben. Die sind alles Bundesartenschutz Anhang B. Dann gibt es einige Echsen, die dem CITES unterliegen. Da haben wir die Dornschwanzagamen mit Anhang B oder auch die Theus, die grünen Leguane. Die sind alles Anhang B. Das heißt, sie sind geschützt, aber sie sind für den Handel freigegeben. Wenn ihr ein solches Tier erwerbt, braucht ihr einen sogenannten Herkunftsnachweis. Der Herkunftsnachweis, in der Regel ist es ein extra Stück Papier, da steht drauf der Verkäufer, der Käufer, da stehen die
Elterntiere von dem Tier drauf, beziehungsweise wenn es ein importiertes Tier war, dann steht die Einfuhrnummer drauf. Das sind so die Angaben, die da zwingend erforderlich sind. Datum des Erwerbs beziehungsweise Datum, wann das Tier geboren ist. Wie gesagt, das ist aber eine relativ formlose Geschichte. Also selbst eine Rechnung, wenn da alles draufsteht, kann diesen Herkunftsnachweis darstellen. Diesen Nachweis müsst ihr dazu bekommen, wenn ihr so ein Tier erwerbt. Egal, ob ihr es geschenkt kriegt oder ob ihr es kauft oder wie auch immer, ihr braucht diesen Nachweis. Genau das Gleiche, wenn ihr das Tier verkauft oder wieder hergebt oder wieder herschenkt, müsst ihr diesen Nachweis ausfüllen und dem Käufer mitgeben. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu sein, das muss ein lückenloser Nachweis sein. Das heißt, wenn das Tier in Hamburg bei irgendjemand geboren wurde, über München zu uns hier nach Baden-Württemberg gegangen ist, muss der lückenlose Nachweis von der Geburt vorliegen. Also unter Umständen habt ihr 3, 4 solche Nachweise für ein solches Tier, was ihr euch mitgeben lassen müsst. Ja, also von Geburt ein lückenloser Herkunftsnachweis. Und mit diesem Nachweis müsst ihr die Tiere bei eurem zuständigen Regierungspräsidium anmelden. Ja, bei uns hier ist das Regierungspräsidium Freiburg. Je nach Bezirk gibt es verschiedene Regierungspräsidien. Das könnt ihr auf eurer örtlichen Behörde nachfragen, wer da zuständig ist. In der Regel ist die gleiche Behörde, wo auch die Polizei herkommt. Ja, da kann man sich wegen der Nachrichten, welches Kennzeichen hat die Polizei, dann wisst ihr auch, wo eure zuständige Naturschutzbehörde sitzt. Da müsst ihr die Tiere anmelden. Und wie gesagt, wenn ihr die Tiere verkauft, müsst ihr sie dort wieder abmelden. Keine Regel ohne Ausnahme. Diese Meldepflicht, die ich gerade erwähnt habe, da sind einige einige Arten, die sehr häufig vorkommen oder gehandelt werden, ausgenommen. Zum Beispiel eben unser Königspython, den gibt es in solchen Massen in Gefangenschaft mittlerweile, dass man den von der Meldepflicht ausgenommen hat. Der grüne Leguan ist von der Meldepflicht ausgenommen. Die Boas, also Boa constrictor, sind von der Meldepflicht ausgenommen. Bei den Wirbellosen sind es die Kaiserskorpione, Pandinus, oder die Vogelspinnen, also die Brachypelma Vogelspinnen. Diese sind von dieser Meldepflicht ausgenommen. Das heißt, ihr müsst euch diesen Herkunftsnachweis geben lassen, braucht die Tiere aber nicht mehr auf eurer Behörde anmelden. Ja? Einfach Rechnung bzw. eben den angesprochenen Nachweis geben lassen, aufbewahren, wenn ihr das Tier wieder hergebt, auch wieder mitgeben, wie gerade gesprochen, aber ihr braucht es nicht mehr auf der Behörde anmelden. Dann gibt es die besonders geschützten Arten, die unter CITES WA1 bzw. Bundesartenschutz-Anhang A stehen. Ein Beispiel hierfür sind die europäischen Landschildkröten, die Testudos, die stehen unter Anhang A Bundesartenschutz. Einige Madagaskar-Schildkröten, die Pixies zum Beispiel, stehen unter CITES 1. Bei den Echsen die Nashornleguane, die Komodowarane als sehr gutes Beispiel, die unter Anhang A stehen. Bei den Schlangen sind es einige Boas und Pythons. In dem Fall habe ich hier so eine Boa constrictor occidentalis, so eine argentinische Boa, die unter Anhang A steht. Die Madagaskar-Boa Sansinia acrantophis, ebenfalls Anhang A, CITES 1. Das sind die besonders geschützten Arten. Die dürfen theoretisch nicht gehandelt oder gehalten werden, nur wenn eine Ausnahme dazu besteht. Ja. Für diese Ausnahme gibt es dieses CITES-Dokument. Da steht dann wortwörtlich drauf, zur Vermarktung freigegeben. Diese CITES wird für Tiere ausgestellt, die zum Beispiel in 2. Generation gezüchtet werden oder die viel und regelmäßig gezüchtet werden. Ja, das internationale Abkommen sieht da keine Bedenken, dass die in der Natur fehlen. Dann bekommt man so ein Legalitätsdokument. Dieses Dokument gilt für jedes Tier speziell. Und das besagt dann, dass das Tier legal gehandelt und gehalten werden darf. Das heißt also, wenn ihr euch so ein Tier kauft, dann reicht auch keine Rechnung, sondern dann braucht ihr dieses CITES-Dokument. Das hier ist so eine angesprochene CITES. Früher waren die mal bläulich, grünlich irgendwie. Jetzt sind sie so gelb seit mindestens 10 Jahren. Da steht drauf, um was für ein Tier es sich handelt. Ganz wichtig für euch, es muss hier unten drin irgendwie, entweder es ist angekreuzt oder manchmal steht es als Extrasatz dabei, dass es eben zur Vermarktung oder zum Handel freigegeben ist. Und der
Der Gag mittlerweile bei den CITES Anhang A ist, dass es eine Dokumentation beinhalten muss oder eine Kennzeichnung vom Tier. Die Kennzeichnung kann eben erfolgen durch, wie in dem Fall, so eine Fotodokumentation. Da macht man Fotos von dem Tier, gibt es bestimmte Winkel, wie man sie fotografieren muss. Jetzt die Schlangen hier oben Seite, bei den Schildkröten ist es oben und unten. Das ist mehr oder weniger genau festgelegt. Diese CITES sind dann dran geheftet, angesiegelt mit einem Stempel und die müssen dann immer mit dem Tier übereinstimmen. Ja, das ist eine Methode, diese Kennzeichnung per Foto. Die zweite ist eine Kennzeichnung per Mikrochip. Das hier ist so ein Lesegerät für Mikrochips. Das ist, bei größeren Tieren ist das okay. Bei einer größeren Schlange kann man das verwenden. Auch bei einer großen Echse, jetzt kleinere Tiere wie so eine Schildkröte oder eine kleine Echse oder selbst auch ein Schlangenbaby, da macht so ein Mikrochip keinen Sinn. Ne? Das ist so ein Zentimeter langer Bolzen, der dem Tier eingespritzt wird. Bei einem kleinen Tier ist das einfach nur schmerzhaft für das Tier und auch später stört sich das Tier an diesem Chip. Bei großen Tieren, eine wirklich große Schlange mit 2 Meter oder so, da ist so ein Chip sicherlich auch sinnvoll. Da hat man dann so ein Lesegerät, fährt man über die Schlange drüber, dann zeigt es an, hier Chip gefunden, liest man die Nummer ab und vergleicht diese Chipnummer mit der CITES. Ich habe euch jetzt versucht, einige Beispiele zu nennen, welche Tiere unter welchen Artenschutz fallen. Wenn ihr ein spezielles Tier habt, könnt ihr das nachlesen unter www.bfn.de, also BfN ist das Bundesamt für Naturschutz. Da unter dem Menüpunkt CITES könnt ihr genau nachschauen, welches Tier unter welchem Artenschutz steht und müsst dann eben die entsprechenden Dokumente haben, wie ich es euch gerade gesagt habe. Wirklich ganz wichtiger Punkt, wenn ihr ein Tier erwerbt, lasst euch nicht mit irgendwelchen Blabla vertrösten, von wegen das reiche ich nach, kommt später, habe ich gerade verloren, weiß der Herrgott was. Wenn ihr dieses Tier erwerbt, geht wirklich sicher, dass ihr das erforderliche Dokument, wie ich es eben gerade beschrieben habe, immer dazu bekommt. Wir hatten jetzt die ganze Zeit die Situation innerhalb von Deutschland, wenn ihr in Deutschland ein Tier erwerbt oder züchtet oder weiterverkauft. Jetzt gehen wir das Ganze ein wenig internationaler an. International heißt, wir gehen raus aus der EU. Also das nochmal als ersten Teil. Innerhalb der EU verhält sich alles gleich wie innerhalb von Deutschland. Ja, wenn ihr das Tier innerhalb von Deutschland einkauft oder verkauft, ist das genau das Gleiche, wie wenn ihr es nach Spanien oder nach Italien, nach England einkauft, verkauft. Ja. Von was wir jetzt reden wollen, sind die sogenannten Drittländern, heißt Import, Export. Also wenn dieser Königspython zum Beispiel in die Schweiz soll, ja, angenommen ihr habt diesen schönen, hübschen Piebald hier gezüchtet, wollten an einen Schweizer Kunden verkaufen, die Schweiz ist kein EU, also ist es ein Export. Oder andersrum der Fall, ihr habt im Internet bei einem Amerikaner spottgünstig einen Piebald entdeckt, wollt diesen Piebald nach Deutschland importieren. Was müsst ihr machen? Das wollen wir jetzt im nächsten Punkt erklären. Nehmen wir erst den schönen Fall. Ihr habt jede Menge Python-Babys, die ihr exportieren wollt. Nehmen wir jetzt einfach eben die Schweiz als Beispiel oder USA, wie gesagt, oder das Ganze nennt sich Drittland, Russland, Asien, egal wohin. Ihr wollt die Tiere exportieren. Wie gesagt, zuerst müsst ihr klären, welchen Schutzstatus haben eure Tiere, beziehungsweise das wisst ihr ja. Wenn ihr die züchtet, gehe ich mal davon aus, dass ihr den Schutzstatus kennt. Stehen sie unter Keimartenschutz, Bardergame, Gecko, irgendwas in der Art, muss nur der Empfänger abklären, was er von seiner Seite aus beachten muss. Beispiel Schweiz wieder, muss er trotzdem in der Schweiz auf seiner Behörde eine Einfuhrbewilligung beantragen, auch wenn die unter keinem Artenschutz stehen. Ja. Das muss der Empfänger auf seiner Seite abklären. Ihr könnt ohne irgendwelche Papiere sozusagen die Tiere an Zoll bringen. Ganz wichtig, meldet euch vorher beim Zoll an. Dann haben wir jetzt aber diesen Fall, wie wir es gerade hatten, die WA-Tiere. In dem Fall spielt es eigentlich keine große Rolle, ist WA1 oder WA2. Egal was von beiden, müsst ihr beim Bundesamt in Bonn eine Export-CITES beantragen. Ja, so sieht die dann aus. Die beantragt ihr dort, geht ca. 7 bis 14 Tage. Wird euch in aller Regel erteilt, wenn ihr die Tiere legal besitzt, legal gezüchtet habt, bekommt ihr diese CITES. Und mit der könnt ihr das Tier dann offiziell exportieren. Wenn ihr diese Ausfuhr-CITES habt, wie gesagt, ganz wichtig, setzt euch mit dem
Importeur in Verbindung, also euer Käufer sozusagen, klärt mit dem ab, dass er von seiner Seite alle notwendigen Dokumente hat. Ja, manche Staaten wollen eine Einfuhrbewilligung, manche wollen keine. Das ist allerdings Sache vom Empfänger. Der muss das abklären und muss euch sein Okay geben. Dann kommt der Punkt des Transports. Gehen die Tiere in die Schweiz, werdet ihr wahrscheinlich selber mit dem Auto darüber fahren, beziehungsweise der Käufer kommt zu euch und holt die ab und bringt sie über die Grenze. Oft muss man es ja per Luftfracht verschicken, da müsst ihr einen Flug buchen. Das Ganze kann man selber machen, ist aber wirklich sehr, sehr kompliziert oder man kann es wirklich fast gar nicht selber machen. Selbst wir, die das regelmäßig machen, sind da in Anführungsstrich überfordert mit den Airlines. Also es gibt Tierspeditionen, die das für euch übernehmen. Wendet euch an so eine Tierspedition, sagt, ihr habt eine Sendung in die USA, die sollen euch einen Flug buchen an irgendeinen internationalen Flughafen, ja, sei es Miami oder egal wohin, Detroit, was es immer da gibt. Dann bucht die Spedition euch den Flug. Ihr bringt die Tiere zu dem besagten Zeitpunkt hin zur Spedition. Die Spedition macht die Abfertigung, auch die WA-Abfertigung mit dieser Export-CITES. Die machen das für euch und dann könnt ihr das Tier in die USA oder wie gesagt, wo immer ihr wollt, hin verschicken. Jetzt machen wir den ganzen Fall andersrum. Ihr habt irgendwo auf der Welt, also außerhalb Europas, sei es jetzt Schweiz, sei es USA, ein Tier entdeckt, was ihr unbedingt haben wollt, was in euren Bestand reinpasst oder was das Oberschnäppchen ist oder weiß der Herrgott, wieso ihr das Tier wollt. Egal, ihr habt es dort entdeckt, ihr wollt es nach Deutschland importieren. Dann müsst ihr, oder dann geht es so los, dass der Exporteur, also euer Verkäufer, muss eine Ausfuhr-CITES beantragen. Das gleiche, was wir vorher von Deutschland raus besprochen haben, muss er in seinem Land machen. Er beantragt diese Ausfuhr-CITES, die geht mehr oder weniger schnell. Es gibt Länder, die machen die innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Es gibt Länder, da geht es wirklich monatelang. Müsst ihr mit eurem Exporteur abklären. Er beantragt die, er faxt euch eine Kopie davon zu. Mit dieser Kopie könnt ihr hier in Deutschland beim Bundesamt für Naturschutz in Bonn die Einfuhr-CITES beantragen. Ja, ihr schickt es hin, sagt, ich will vom XY aus Land XY die Tiere importieren. Hier habt ihr eine Kopie der CITES. Bitte gebt mir eine Einfuhr-CITES. Das geht dann wieder, wenn ihr Glück habt, relativ schnell, wenn die Person bekannt ist, international bekannt ist. Also das wird tatsächlich bei unserem Bundesamt nachgeprüft. Kennt man den? Hat der schon oft legal Tiere exportiert oder macht er das zum ersten Mal? Macht er es zum ersten Mal, überprüft das Bundesamt den ganz genau, ob er wirklich legal züchtet. Dann geht es lange. Ist der bekannt, geht es relativ schnell. Ja? Geht es dann im Idealfall, bekommt ihr kurzfristig diese Einfuhr-CITES. Da stehen die Tiere drauf. Die könnt ihr dem Exporteur ebenfalls zukommen lassen als Kopie, ja, lediglich als Kopie. Ihr braucht das Dokument natürlich bei euch und könnt dem sagen, jawohl, du kannst die Tiere bringen, schicken, wie auch immer. Ja. Im Falle Schweiz wird er es vielleicht bringen, im Falle USA oder Japan oder Thailand, was auch immer, muss er das schicken. Dazu braucht er natürlich eine Airline, die das macht. Ihr müsst ihm sagen, welcher Flughafen bei euch in der Nähe ist, sei es jetzt Frankfurt als größter deutscher Flughafen, sei es München, sei es Hamburg, sei es Wien. Könnt ihr euch die Tiere schicken lassen an den Flughafen eurer Wahl sozusagen. Müsst dort ebenfalls euch eine Tierspedition suchen, mit der ihr das absprecht. Ja, da findet ihr eine Spedition, da sagt er, dann und dann kommt eine Tiersendung für mich, könnt ihr die für mich abfertigen. Jetzt habt ihr den Termin ausgemacht, wann euer Verkäufer das Tier schicken kann. Ihr habt es mit der Spedition, wie gesagt, abgeklärt, habt den festen Termin. Dann kann es losgehen. Die Spedition übernimmt für euch die Anmeldung beim Tierraum oder beim Veterinär. Das übernimmt die Spedition für euch. Das Ganze noch als kurzes Wort, das Ganze selber zu machen. Wir haben es früher, vor 5 oder 10 Jahren, haben wir das alles selber gemacht und man konnte es auch selber machen. Mittlerweile sind da wirklich so viele Köche im Brei, man kann es, behaupte ich mal, fast gar nicht mehr selber machen. Zumindest nicht auf den großen Flughäfen wie Frankfurt oder so. Ihr braucht die Spedition, lasst es von der Spedition machen. Die kostet letztendlich sogar am allerwenigsten. Die kostet, glaube ich, 60, 70 €, um das Ganze für euch zu machen. Die Nebenkosten drumherum sind der Hauptpart. Das ist jetzt ein ganz gutes Stichwort, die Nebenkosten. Ihr werdet euch fragen, was kostet das Ganze?
Ihr bezahlt natürlich die Frachtkosten. Ihr müsst in USA die Fish and Wildlife Behörde bezahlen. Wenn es jetzt USA ist, andere Länder, andere Behörden oder Veterinäre, die da ihre Aufgaben erfüllen. Wenn die hier ankommen, müsst ihr eben den Veterinär bei der Einfuhr zahlen. Ihr müsst den Tierraum bezahlen, wo die Tiere reinkommen. Ja, das ist ein beheizter Raum, da stellen die Box rein, müsst ihr zahlen, wenn ihr es 5 Minuten später abholt. So alles in allem könnt ihr runde 1.000 € rechnen, bis das Tier von Drittland bis bei uns ist. Ja, können auch 800, 900 sein, aber das ist auf jeden Fall mit sämtlichen Kosten. Was da noch dazu kommt, sind die 19% Einfuhrumsatzsteuer. Das ist das, was der Staat kassiert. Also von dem Rechnungsbetrag nimmt er sich 19% weg. Die müsst ihr auch noch dazu rechnen. Was nicht anfällt, sind irgendwelche Zölle. Also es ist auf lebenden Tieren ist kein Zoll drauf, lediglich die 19% Einfuhrumsatzsteuer, die ihr abführen müsst. Wenn ihr das alles gemacht habt, ist alles paletti. Ihr geht hin, geht zu eurer Spedition, sagt, hier, meine Tiere sind ja heute hoffentlich gekommen. Dann sagt die Spedition, jawohl, alles da, hier habt ihr eure Papiere. Geht zum Tierraum, holt deine Tiere ab. Ihr geht zum Tierraum, holt eure Tiere ab. Dann habt ihr die Tiere legal importiert und habt ein oder was weiß ich, wie viele Tiere mehr. Das Ganze hört sich jetzt mordsmäßig kompliziert an. Ihr braucht das Dokument und braucht den dazu und so weiter. Es ist an sich ganz einfach. Macht Schritt für Schritt, tut die Einfuhr beantragen oder die Ausfuhr beantragen. Wie gesagt, nehmt eine Spedition dazu, klärt die Termine ab. Dann ist das Ganze nicht schwierig. Die Kosten sind relativ hoch. Da wollen wir auch nicht abschrecken oder sagen, um Gottes Willen, das kostet es einfach. Aber der Aufwand, um das Ganze zu machen, kann wirklich jeder. Und wenn ihr das machen müsst, dann macht es einfach so Schritt für Schritt. Irgendwelche Quarantänezeiten haben wir bei Reptilien zum Glück nicht. Also wenn ihr die Tiere importiert habt, in dem Moment, wo die da sind, alles abgefertigt sind, sind die frei verfügbar und ihr müsst nicht wie bei Hund, Katze oder was weiß ich was da jetzt noch irgendwelche Quarantänezeiten einhalten. Als Outro-Tierchen habe ich hier so eine hübsche Madagaskar-Boa, Acrantophis madagascariensis. Die ist CITES 1, Anhang A. Die gibt mir eigentlich einen ganz guten Übergang, um auch ein wenig auf den Schmuggel einzugehen, den Reptilienschmuggel, der, sage ich mal, das Gerücht kursiert ja immer, Reptilien werden geschmuggelt. Mal ganz klar drauf auf so Sachen einzugehen. So eine Madagaskar-Boa kostet jetzt in Deutschland, Europa 300, 400 €. Wenn die irgendjemand in Madagaskar einkauft auf irgendeinem Schwarzmarkt, dann zahlt er wahrscheinlich 200, 300, 400 $ dafür. Das heißt, wenn er dieses Tier hierher schmuggelt, macht er 0 auf 0. Also es ist überhaupt nicht lohnenswert, diese Tiere zu schmuggeln. Im Reptilienbereich, die Tiere, die ich kenne oder die mir einfallen, es gibt wirklich kein Tier mehr, was mittlerweile oder was in der Natur so teuer ist, beziehungsweise was in der Terroristik so teuer ist, dass es sich lohnen würde, das Tier aus der Natur zu entnehmen, nach Deutschland zu schmuggeln und hier zu verklopfen. Ja. Also selbst so Anhang A-Arten sind mittlerweile so günstig und erschwinglich, dass das absolut Quatsch ist, die irgendwie illegal einzuführen. Die teuren Tiere, die wir haben, das sind ja mittlerweile die Farbmorphen, wo wir wissen, irgendwelche Königspüdern und so weiter. Das sind alles gezüchtete Tiere. Da macht man die CITES, wie wir es gerade beschrieben haben. Dann kann man die Tiere einfach legal importieren und die Geschichte ist auch perfekt. Das soll einerseits für diejenigen sein, die denken, naja, komm, ich schmuggel mal was, das lohnt sich. Für die, wie gesagt, diese Anmerkung, zum einen lohnt sich nicht, zum anderen kann man es ganz einfach legal machen und zum Dritten, wenn man wirklich meint, man müsste illegal an Königspütern hierher schmuggeln. Es gibt schon einige Länder, wo auch noch drakonische Strafen sind oder selbst eine USA sperrt Leute für Artenschutzvergehen mehrere Jahre ins Gefängnis. Der Fall ist, haben wir schon mehrmals gehabt, also das ist definitiv Tatsache. Also da würde ich auch die Finger davon lassen. Und wie gesagt, es ist auch einfach Dummheit, weil man es ganz einfach legal machen kann. Das zum Abschluss. Ich hoffe, es war spannend und interessant für euch. Bleibt mir treu und check my balls.
Ihr habt gesagt, umso größer, umso besser. Ja, Stefan, jetzt bist du auf dich allein gestellt. Gesetze, die zu erfüllen sind in Deutschland bei der Haltung. Ach, scheiße, man, echt. Das war, bis dahin war es super. Gell? Ja, CITES ist die internationale Zeig mir mal den Bauch. guck, die gehen da schon von euren blöden Gags. Zeig mir mal den Bauch. Dann haben wir die. Hey, Alex, könnt ihr das Tier dann offiziell exportieren? Diesen Flughafen vereinbart ihr mit dem Exporteur. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, weil ich mich wieder gnadenlos verplappert habe. Gell? Sagt der Walfisch zum Thunfisch. Was wollen wir Thunfisch? Sagt der Thunfisch zum Walfisch. Du hast die Walfisch. Das war so hammergut. Ha? Oder? Ohne mich selber loben zu wollen. was weiß